On Wednesday morning at 7 a.m., I found myself standing at the highway trying to head north. The idea was to try to reach the North Sea. Starting in the south of Germany, that seemed to be quite a challenge, especially for a first-time hitchhiker. My rucksack wasn't all that heavy. A few extra clothes, a blanket, and a sleeping bag was basically all I had. There was some food and 10 euros, nothing more. I was excited and amazed, and only about 10 minutes later, I was indeed on the road. So, ich bin jetzt gerade mal 2 Stunden unterwegs und bin jetzt spontan in Tschechien gelandet. Es war nicht geplant, aber ist auch schön. Haben wir schon die erste Ländergrenze überschritten. And here we are leaving the Czech Republic again. To be honest, I didn't even know it was so close. It was just a 2-hour drive. Es ist jetzt kurz vor 2. Ich sitze kurz vor Hannover an einer Raststätte. Mich haben bis jetzt 4 Leute mitgenommen, 2 Deutsche, ein Amerikaner und ein Kroate. Der letzte war total nett. Der hat mir nämlich gleich noch sein Lunchpaket geschenkt. Alles dabei, was man so braucht. Ich werde jetzt erstmal Mittagessen und dann schauen wir mal, ob wir Richtung Hamburg und Flensburg weiterkommen. I'm extremely touched by the kindness of people. They do not only share their food with me, but also their stories, and that is extremely important to me. So, es ist 10:15 abends. Ich habe eine völlige Odyssee hinter mir, aber ich habe es geschafft. Die Nordsee. Was man hier dazu sagen muss, ist, dass wir nicht an der deutschen Nordsee sind, sondern wir sind an der belgischen Nordsee. Wir sind tatsächlich in Ostende oder kurz daneben und haben es an die Nordsee geschafft. Das heißt, heute wird an den Dünen geschlafen. Ich glaub's nicht, ich hab's echt ans Meer geschafft. Ich bin völlig fertig. Da hinten sind die Dünen. Da werde ich mir jetzt gleich ein Schlafplätzchen suchen, solange es noch hell ist. Da ist der Strand. Und hier ist mein kleines Lager. Windgeschützt, aber in Hörweite der Wellen, wie das eben so sein muss. Jetzt sitze ich hier in meinem kleinen selbstgebauten Nestchen und bewundere den Sonnenuntergang. Es ist sehr interessant, der Strand leert sich immer mehr. Man hört noch vereinzelt ein paar Hunde und ihre Besitzer. Und man fängt an, andere Geräusche zu hören, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wo die herkommen. Es sind wahrscheinlich irgendwelche Tiere. Ich hoffe nicht, dass es hier streunende Hunde gibt, auf die hätte ich jetzt nicht so viel Lust. Also es ist wirklich unglaublich, was mir an diesem Tag alles passiert ist. Alle Menschen, die mich mitgenommen haben, waren unsagbar nett. Die waren einfach nur unsagbar nett. Ich bin in 8 verschiedenen Autos mitgefahren, mit 5 verschiedenen Nationalitäten. Es war unglaublich. Leute waren freundlich, neugierig, manchmal auch ein bisschen neidisch, das muss man sagen. Aber alles in allem unglaublich freundlich und lieb. Oh, jetzt merke ich, jetzt wird es wirklich dunkel. Die letzten Sonnenstrahlen verschwinden und ich bin ganz allein mit dem Meer und diesem riesen Frachter, der da hinten vor Anker liegt. Ich habe von meinem eigenen Proviant noch überhaupt nichts angefasst. Den ganzen Tag nicht. Und gerade eben der letzte Herr, der mich hergefahren hat, der hat mir noch eine Flasche Wasser gegeben. Und ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass mir das Wasser ausgeht. Ich kann ja schlecht Salzwasser trinken. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Aber vielleicht sollte ich jetzt nicht so eine große Klappe haben, bevor die Nacht nicht rum ist. Gut, na dann. Gute Nacht, Welt. And this is today's trip. I started in Bavaria, went to the Czech Republic, been to Hanover, and then went south again to the Ruhrgebiet and Belgium. Today took me about 14 hours and it was a trip of about 1,300 kilometers. So, der nächste Morgen ist angebrochen. Es ist noch ziemlich frisch.
Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich eingeschlafen bin. Ich bin ein paar Mal aufgewacht und so, aber im Großen und Ganzen war es eigentlich erstaunlich okay. Und der Mond war so knallhell, dass ich dachte, es steht ein Auto hinter mir. Voll krass. Aber ganz ehrlich, Schlafen mit Meeresrauschen im Hintergrund ist schon ziemlich cool. Einzige Problem, was ich jetzt habe, aber ich denke, das wird sich relativ schnell lösen können, ist, dass durch die hohe Luftfeuchtigkeit meine Decke und mein Schlafsack ziemlich nass sind. Aber wie gesagt, die lege ich jetzt eine Runde in die Sonne und dann hoffe ich, dass ich gegen 9, halb 10 wieder loskomme und Richtung Frankreich aufbrechen kann. Seht ihr diese Linie, die da? Ich glaube, dass das Wasser bis dahin ging heute Nacht. Das ist nicht weiter dramatisch. Das Meer war auch ziemlich laut heute Nacht, muss ich sagen. Vielleicht war es einfach näher. Ja, es war sogar ziemlich viel näher, denn wir sind hier. Linie, wir. Aber es ist immer noch ein gutes Stück weg. Honestly, last night I was a little bit scared, but now as I look at where I am in broad daylight, I see how beautiful it is, and there was really no reason to be afraid at all. So, kurzes Update. Es hat mich jetzt in die Niederlande verschlagen. Ich bin kurz vor der deutschen Grenze. Es ist ungefähr 11:30 Uhr mittags. Der nette Herr, mit dem ich eben mitgefahren bin, hat mir gerade Mittagessen gekauft, ohne dass ich ihn gefragt habe, ohne dass ich ihm gesagt habe, dass ich nur 10 Euro dabei habe. Einfach so. Ziemlich cool. So, ich bin zwar fast an der deutschen Grenze, bin aber noch ein ganzes Stück wieder nach oben gewandert. Was natürlich nicht so gut ist, weil ich möchte ja in den Süden. Das heißt, ich hoffe, ich finde jetzt jemanden, der zumindest mal bis nach Deutschland fährt. So, seit dem letzten Stopp ist sehr, sehr viel passiert. Es ist dunkel geworden und ich stehe wieder an einer Raststätte. Diesmal ist es eine besondere Raststätte. Und wieso sie so besonders ist, das sehen wir gleich. Ist ein Wunder geschehen. 39,5 Stunden. Das ist schon wirklich krass. Seht das Wunder. Das ist mein Auto. Geschafft. Unglaublich. On my way back, I made it through the Netherlands, so altogether I've been to 4 countries in 40 hours. And I think the best encounter on the way back was that one guy, a manager, who wrote Warhammer fanfiction in his free time. Altogether, I traveled about 2,600 kilometers and had conversation with amazing people for about 16 hours. Also ich denke, als Fazit kann ich sagen, man braucht keine Angst zu haben. Von 24 Leuten, die mich mitgenommen haben, haben mir alle 24 gesagt, pass frei auf, bei wem du mitfährst. Na? Die Bösen sind immer die anderen. Immer die anderen. Und wenn man die Leute aber trifft und mit ihnen ins Gespräch kommt und einfach ein bisschen offen ist, dann gibt es gar nicht so viele Böse auf der Welt, wie man sonst immer denkt. Und ich muss sagen, das war eine sehr wertvolle Erfahrung, die ich wirklich nicht missen möchte.